Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico und wir beschäftigen uns heute mit der ersten Trompetenstunde. Ganz viel Spaß dabei! Ein sehr spannendes Thema. Die erste Trompetenstunde. Für uns als Lehrer sehr spannend, aber mindestens genauso spannend für unseren Schüler. Egal ob das Kind ist, ob Jugendlicher, ob junger Erwachsener oder auch ein Schüler des älteren Semesters. Es ist immer wieder ein neues Zusammentreffen einer Lehrer- und Schülersituation. Und wie kann so eine erste Unterrichtsstunde 30 Minuten lang ablaufen, damit man dem Schüler ein gutes Gefühl gibt, beziehungsweise dass der Schüler ein so gutes Gefühl hat, um auch ein zweites, drittes Mal gerne zu seinem Lehrer zu kommen. Und das erste Aufeinandertreffen beginnt natürlich mit der Begrüßung. Meistens sind die Eltern, Vater oder auch die Mutter dabei. Manchmal ist auch noch eine Heerschar an Kindern mit im Unterrichtsraum, wenn es die Kapazitäten zulassen. Und da ist es wichtig, dass man schon von vornherein eine gute und angenehme Situation entstehen lässt. Man begrüßt zuerst die Mutter, man begrüßt alle anderen Beteiligten, die hier sind, aber umso wichtiger ist natürlich der Schüler, um den sich diese erste Unterrichtsstunde dreht. Und wenn ich mit meinen Schülern in Kontakt gehe, weiß ich natürlich schon vorher im E-Mail-Kontakt oder einem vorhergehenden Telefonat, wie mein Schüler oder die Schülerin heißt. Das heißt, sofort von vornherein sage ich, Mensch, du bist also der Max und du willst heute die Trompete ausprobieren. Kommt meistens schon ein Ja. Schön, dass du da bist. Komm mit rein. Heute probieren wir das mal aus. Und von vornherein ist das Eis meistens schon gebrochen. Es kann natürlich öfter auch sein, dass man auf ein etwas introvertiertes Kind trifft, ein schüchternes Kind, ein Kind, für den die Situation erstmal befremdlich ist, aber durch angenehme Gespräche, durch ein etwas nettes Nachfragen, wie man denn eigentlich zu der Entscheidung gekommen ist, mal eine Trompetenunterrichtsstunde ausprobieren zu wollen, mit ein paar kleinen Atemübungen kann man auch dort schnell das Eis brechen. 30 Minuten Unterricht oder 30 Minuten einer ersten Unterrichtsstunde sind sehr, sehr schnell vorbei. Wie starte ich also jetzt mit dem Kind, das bei mir im Unterrichtsraum unter Publikumsbedingungen von den Eltern da die erste Unterrichtsstunde hat? Meistens mache ich so, wenn ich das Kind noch nicht kenne, dass ich mich vorstelle, einfach mal ein bisschen nachfrage, wie es denn zu dieser Trompetenentscheidung gekommen ist. Und ganz wichtig ist immer, ja, was muss ich denn machen, damit ich aus der Trompete überhaupt einen Ton bekomme? Und die Kinder sind meistens schon so pfiffig, dass sie sagen, fest reinpusten. Und das stimmt auch. Und der Schritt vorher, vor dem Reinpusten, ist immer das tiefe Einatmen. Und wenn ich das Kind natürlich damit konfrontiere, dass man tief einatmen muss, muss ich natürlich auch als Lehrer mit dem Kind versuchen, so tief wie es nur geht, einzuatmen. Na, oft passiert dann Folgendes: Die Kinder atmen tief ein und ziehen die Schultern bis ganz zu den Ohren nach oben. Das ist natürlich nicht so gut für uns. Wichtig ist dann immer, man kann die Eltern auch da in dem Bereich etwas einbinden, zum Beispiel von hinten die Hände auf die Schultern legen lassen, und dadurch, dass diese Druckpunkte entstehen, atmet man schon instinktiv tiefer. Alternativ kann man natürlich dann auch noch das Kind die Hände auf den Bauch legen lassen und so ein Gefühl entsteht dann, dass die Kinder oder der Schüler tief in diese Hände einatmet, und dann passiert meistens dieses Hochziehen der Schultern nicht. Und wenn man dann so tief eingeatmet hat, ist es natürlich wichtig, dass man die Luft auch wieder los wird. Und das mache ich dann immer so, dass die Kinder, die Schüler mit einem lauten ausatmen. Also mit dem Konsonanten F wird die Luft nach außen gepustet und man merkt richtig, wie ein Luftstrom hier vorne entsteht, den man später auch beim Trompetespielen sehr gut brauchen kann. Je nach Verfügbarkeit baue ich dann mit den Kindern auch noch die eine oder andere Atemübung mit ein, und
Nur dieses Ein- und Ausatmen, das wird die Kinder nicht sonderlich begeistern, aber man bringt den Atemapparat in Schwung und das ist beim Blasinstrument sehr wichtig. Damit man etwas mehr Spaß entwickelt und auch etwas Ablenkung hat durch ein zusätzliches Utensil, kann man sehr gut die Zettel an die Wand Pustübung machen. Das heißt, ich stelle mich oder kniee mich auf die Höhe von meinem Schüler, idealerweise immer auf Augenhöhe, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und der Schüler nicht diese Lehrer-Schüler-Position hat, sondern dass man immer auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Das heißt, wir sind irgendwo an der Schrankwand oder an einer Wand, halten die Zettel auf Mundhöhe an diese Wand, atmen ein, pusten den Zettel an die Wand. Während ich puste, nehme ich die Hand weg. Der Zettel klebt wie von Geisterhand natürlich an der Wand. Und das Ganze machen wir 3-4 Mal. Immer natürlich nachfragen, ob es noch geht oder ob der Schwindel schon eingesetzt hat. Sobald das der Fall ist, natürlich pausieren, ruhig auch mal hinsetzen, etwas Smalltalk machen mit den Eltern, mit dem Kind und so weiter und so fort. Die fragen, na, wie alt bist du denn eigentlich? Und schon fasst man sich und der Schwindel geht auch weg. Und wir können in dieser Situation auch schon weitermachen. Eine weitere Atemübung, aber die nehme ich natürlich nur her, wenn ich dementsprechend diese Pfeife auch dabei habe. Lassen wir etwas die Kugel schweben. Ich habe da immer 2 Stück dabei, eine für mich, die andere für die Schüler. Nicht vergessen, desinfizieren immer danach, damit auch alles den hygienischen Vorschriften entspricht. Und dann lassen wir die Kugeln schweben. Das Schöne bei dieser Übung ist, man merkt ganz genau, wie unten die Muskulatur arbeiten muss, damit oben ein konsequenter Luftstrom aus der Pfeife rauskommt und der Ball auf einer gewissen Höhe in die Schwebeposition verharren kann. Der bewegt sich natürlich, das Ganze macht man 3-4 Mal, immer mit einem wunderbaren Spaß bei den Schülern auch dabei. So, nachdem wir unseren Atemapparat aber in Schwung gebracht haben, müssen wir unbedingt den ersten Schritt ans Instrument gehen, weil schließlich will der Schüler ja Trompete spielen oder ein anderes Instrument. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit halbe Stunde, 20 Minuten oder was auch immer mit Atemübungen vertändel, kommt der wichtigste Schritt nicht. Der Schüler will sein Instrument spielen. Das heißt, bei der Trompete oder allgemein beim Blechblasinstrument nehme ich dafür immer erstmal das Mundstück zur Hilfe. Das heißt, wir müssen versuchen, auf dem Mundstück einen Ton zu spielen, weil das Mundstück ja auf das Instrument gesteckt wird und der Ton dann vorne aus dem Instrument kommt, der Trompete oder Waldhorn oder was auch immer. Das heißt, wir versuchen erstmal auf dem Mundstück einen Ton zu spielen. Und es passiert viel Unterschiedliches. Es wird das Mundstück in den Mund genommen und es kommt natürlich dann dementsprechend nur Luft raus. Oder die Kinder machen die Lippen so eng, dass überhaupt nichts rauskommt und der Luftweg blockiert ist. Wenn das der Fall sein sollte, gehen wir einen Schritt zurück und nehmen erstmal unsere Lippen. Das heißt, wir machen erstmal ein schnaubendes Pferd nach, damit die Lippen anfangen ganz grob in Schwung versetzt zu werden. Damit die Lippen anfangen zu schwingen. Ja, etwas mehr brummt schon eine Hummel. Das ist ein tiefer Ton, den kann man auf jeden Fall zwischen diesem richtigen Trompetenton und dem schnaubenden Pferd einbauen, damit man eine höhere Frequenz auf den Lippen hat und sich langsam dieser noch höheren Frequenz annähert, die man dann fürs Lippensummen bzw. für den Trompetenmundstückton benötigt. Und wir gehen einen Schritt weiter und machen einen höheren Ton auf der Lippe oder auf den Lippen. Wenn das bei Kindern nicht funktionieren sollte, gibt es oft die Möglichkeit, ich habe das über die letzten 18, 19 Jahre ausprobiert, so lange mache ich das jetzt schon, wir haben vorne auf der Lippe einen Fussel sitzen und versuchen den wegzupusten. Und da kommen wir genau zu diesem Punkt, den wir benötigen, damit die Lippen in unserer Frequenz, in unserer benötigten Frequenz anfangen zu schwingen. Durch konsequentes und permanentes Weiterpusten kommt dann der Lippenton zustande, er bleibt auch da. Und jetzt ist es ein einfaches, das Mundstück an die Lippen zu setzen und einen Mundstückton herauszubekommen.
Da versuchen wir natürlich alles möglich. Wir versuchen hohe Töne, wir versuchen tiefe Töne, wir versuchen lange Töne und natürlich auch die kurzen dürfen nicht fehlen. Leise Töne, laute Töne. Und durch diese Variation wird immer wieder dieses Feingefühl der Lippen trainiert und man bekommt ein ziemlich gutes Gefühl, um auch im nächsten Schritt ans Instrument gehen zu können. So, wenn der Schüler jetzt schon ein paar Töne auf dem Mundstück spielen konnte, machen wir es natürlich so, dass ich ihm erstmal das Mundstück auf die Trompete setzen lasse, Mundstück auf das Mundrohr und im nächsten Schritt darf der Schüler sich so ein bisschen hier an der Trompete festhalten und wir versuchen natürlich dann schon den ersten Ton auf der Trompete zu spielen. Das heißt, ich halte ihm das Instrument hin, er kommt an das Mundstück ran, macht seinen Fusselton und schon kommt der erste Ton aus der Trompete. Ein Highlight für jeden Schüler, der schon immer mal Trompete spielen wollte. Im nächsten Schritt machen wir das gleiche wieder. Der Schüler bläst ins Instrument rein und ich als Lehrer habe natürlich die Möglichkeit, ein paar Ventile zu drücken und es kommt schon ein wildes Durcheinandergedudel raus. Manchmal klingt es nach ein bisschen jazzig, manchmal klingt es nach einfach der Chromatik. Das ist ganz egal. Allein dadurch, dass sich schon die Töne verändern, indem man eigentlich nur reinbläst, ein wunderbares Highlight und schöne Sache, schöne Situation für den Schüler. Der nächste Schritt ist natürlich, der Schüler will sein Instrument auch selbst in den eigenen Händen halten. Das heißt, ich muss ihm beibringen, wie man die Trompete hält. Vom Prinzip her eine ganz einfache Situation. Ich habe an meiner rechten Hand einen kleinen Finger, der geht in diesen kleinen Haken. Ich habe auf der vorderen Seite der Trompete den sogenannten Daumensattel und von meiner rechten Hand geht der Daumen zum Daumensattel. Kleiner Finger im kleinen Haken, Daumen im Daumensattel, 3 Finger sind übrig und die betätigen die Ventile. Die linke Hand, die Gewichtshand, vom Prinzip her auch ziemlich einfach. Ich habe hier an der Stelle einen Ring, manche haben auch einen Sattel, da geht der Ringfinger hinein, Ring zum Ringfinger. Und auf der anderen Seite habe ich wieder meinen Daumensattel und der wird von den Daumen positioniert oder platziert. Das heißt, ich habe jetzt die linke Hand gut platziert, Ring, Ringfinger, Daumensattel, Daumen, kleiner Finger der rechten Hand zum kleinen Fingerhaken hier oben, der Daumen geht zum anderen Daumen nach unten und die 3 Finger oben für die Ventile. Und schon habe ich das Instrument sicher in den eigenen Händen. Wichtig ist jetzt, dass ich natürlich das ganze Betreute, ich nehme die Trompete richtig in die Hand, einmal wieder lösche. Das heißt, ich nehme die Trompete dem Kind ab. Wir machen nochmal ein paar Töne auf den Lippen. Und jetzt kommt der Schritt, in dem ich dem Schüler versuchen lasse, das Instrument selbst in die Hand zu nehmen. Ja, natürlich greife ich dementsprechend ein, wenn irgendwas in die falsche Richtung läuft. Und ich versuche dann mit kleinen Eselsbrücken das Kind dazu zu bringen, sich zu erinnern. Stimmt ja, kleiner Finger, kleiner Haken, Ringfinger, Ring, Daumensattel, Daumen und so weiter und so fort. Und das machen wir dann 2-3 Mal und schon funktioniert es auch. Das heißt, wenn das Kind selbst herausgefunden hat, wie man die Trompete richtig hält, dann darf das Kind natürlich auch in die Trompete reinpusten, wild mit den Fingern herumdrücken und experimentieren. Und das ist überhaupt das Wichtigste für die erste Woche. Wenn ein Kind im Unterricht war, bekommt es erstmal keine Hausaufgaben auf. Aber es bekommt das Mundstück und die Trompete mit, das ist doch klar. Vielleicht hat das Kind auch schon ein eigenes Instrument vom Opa oder sogar neu gekauft. Rumexperimentieren, ausprobieren, Lippentöne, Mundstücktöne, Zettel an die Wand pusten, die Trompete nehmen und laute Trompetentöne spielen. Dann macht Trompete spielen so richtig Spaß. Und alles Weitere folgt erst in den nachfolgenden Unterrichtsstunden. Wichtig für die Kinder, jetzt wenn sie ihr Instrument nach Hause bekommen, sie dürfen niemals reinpusten und den Trichter auf ein Tier, auf einen Menschen oder sonstiges Lebewesen richten. Es ist verdammt laut, was hier vorne rauskommt. Ganz wichtig, niemals in diese Richtung zielen, wo sich ein Lebewesen befindet. Ich hoffe, ich konnte euch als Lehrer, aber auch als Schüler oder als Interessent fürs Trompete spielen schon einen ersten Schritt zeigen, wie so eine erste Unterrichtsstunde ablaufen kann. Ganz wichtig zum Ende, bitte diesen Kanal abonnieren und am besten noch ein Like dalassen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns, bis bald und ciao!